Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin heute auf der Free in München, Freizeitmesse, Reisemesse und stehe hier vor einem Tiny House, MB Tiny House. Das ist 8 Meter lang und ungefähr 4 Meter hoch und das ist hier die Angela Gerner, Geschäftsführerin von MB Tiny House. Das ist ein Tochterunternehmen von Secret Camper. Jawohl. Ihr baut normalerweise... Wir sind Individualausbauer für Camper, Transporter zu Campern umzurüsten, genau. Und jetzt das erste Mal ein Tiny House, das erste Mal in Deutschland überhaupt zu sehen, glaube ich. Also unseres, ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele Hersteller von Tiny Häusern, auch gute deutsche Hersteller von Tiny Häusern. Also das ist halt wirklich ein Boom. Und es ist auch gewollt, gerade wir kriegen immer wieder die Anfrage von den gestiegenen Grundstückspreisen, gestiegenen Wohnpreisen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig in Deutschland, ne, die unterschiedlichen Bauordnungen der Bundesländer, was man so ohne Baugenehmigung bauen darf. Und da ist Bayern wirklich auch noch sehr weit vorne eigentlich mit ihrem 75 Kubikmeter Gesetz, aber das können wir dann selber alles nachgoogeln, das ist dann... Natürlich muss man als Bauherr dann alle anderen Regularien auch einhalten. Das heißt also, wir haben hier eine Außenbreite von 2,55 Meter, das was man normal transportieren maximal darf. Außenhöhe 3,99 Meter. Richtig. Und die Innengröße ist dann ungefähr wahrscheinlich 2,30 Meter. Das ist 3 Meter, genau, 3 Meter, wo du jetzt stehst. Und hier im Bad sind es dann 2,10 Meter, weil da noch die Liegefläche mit dabei ist. Genau. Das Bad ist ja dann doch relativ geräumig. Für so ein Tiny House riesengroß eigentlich, Waschbecken. Ich schätze mal, das ist eine ganz normale 80 x 80er Dusche. Genau, du hast noch einen Waschmaschinenanschluss links und kannst noch einen Boiler anschließen. Ja. Genau. Dann haben wir hier alles, eine schöne große Spiegelfläche und einen Handtuchhalter und alles mögliche, was man so braucht, einen kleinen Schrank. Und das ist jetzt hier von der Höhe eben etwas niedriger, dass man eben da auskommt, damit man oben halt noch ein Bett hat. Und da schaue ich jetzt mal ganz kurz rauf aufs Bett, dass wir da dann die Treppe hoch, da muss ich jetzt vorsichtig hochgehen, damit wir das mal anschauen können. Und das hat hier eine Liegefläche von ungefähr 2 Meter mal 1,40. 1,40. Also du kriegst noch eine Matratze für 1,60 hin, aber mehr geht nicht. Und dann haben wir hier ein Oberlicht zum Rausgucken, einen kleinen Schrank noch und hier eine Brüstung, damit man nicht runterfallen kann. Dann kann man hier jetzt auch mal schauen in den großen Wohnraum rein. Der Wohnraum hier, eine Küche, die hier dann die Küchenmöbel gehören zum Lieferumfang. Die Elektrik glaube ich nicht, habe ich vorhin schon gehört. Also die elektrischen Geräte nicht, die Elektrik schon, aber alles was hier Kühlschrank ist, Herd, das wird dann durch den Eigentümer selbst gestellt. Da entscheide ich auch, ob ich einen hohen oder niedrigen Kühlschrank oder Kühl-Gefrierkombi haben will. Klimaanlage ist wahrscheinlich auch optional. Ja, wir können auch Fußbodenheizung machen. Manche sagen auch, ich heize es mir elektrisch. Das ist ja ein kleiner Raum im Endeffekt. Ne? Das sind hier 26,4 Quadratmeter insgesamt. Wirkt immer ein bisschen größer, finde ich, durch die Höhe. Aber es sind tatsächlich nur 26,4 Quadratmeter. Und dann haben wir hier auch ein normales Fenster noch zum Kippen. Und dieses große Panoramafenster, eigentlich auch schön. Und hier eine große Tür, die man dann auch komplett aufmachen kann, den zweiten Flügel aufmachen kann, wenn man will. Genau. Und das ist jetzt hier ein Schiebefenster. Das ist, genau, du kannst das hier so... genau, hättest du dann ein Schiebefenster. Und insgesamt hat es dann ein Volumen von knapp 75 Kubikmeter. Genau. Dann ist es beispielsweise in Bayern genehmigungsfrei. Theoretisch, genau. Sofern die sonstigen Vorschriften passen, ist wahrscheinlich alles immer wieder von Gemeinde zu Gemeinde schwierig und unterschiedlich. Ja. Und was ich jetzt auch schon gehört habe, momentan leider das Gebäudeenergiegesetz spricht wohl dagegen, dass das irgendwie als Erstwohnsitz momentan geeignet ist in Deutschland. Es gibt Hersteller, die können das leisten. Dann kommt ja dann natürlich auch auf die Dämmwerte der Wände, der Dächer, der Fenster an. So wie das Haus jetzt hier steht, würde es dem neuen GEG nicht entsprechen. Wir können Solaranlage oben drauf machen, das heißt, wir können auch auf das Dach Solaranlage bringen, sodass man auch mit erneuerbaren Energien das Haus mehr autark umsetzen kann. Ja, ansonsten Wasseranschluss braucht man. Man braucht natürlich mit dem Abwasserzweckverband abgesprochen eine Einleitung fürs Brauchwasser. Und der Stromanschluss in diesem Fall ist ein normaler CEE-Anschluss von einem, wie das bei Wohnwagen halt auch ist. Genau. Kommt ja darauf an, wenn ich eine Klimaanlage zusätzlich brauche, wird es vielleicht nicht mehr ganz reichen. Und wenn ich eine Spülmaschine haben will, zusätzlich eben auch, muss man halt überlegen.
Ja. Und das Ganze, wie lange dauert das, wenn ich so ein Haus jetzt bestellen will? Da überlege ich mir erstmal vom Grundriss her, passt es hin? Sie überlegen wahrscheinlich, wie kann man es auf das Grundstück stellen? Wir sprechen das vorher ab. Also wir müssen vorher natürlich ein bisschen was absprechen. Was wollt ihr wirklich drin haben? Wollt ihr eine Spülmaschine? Braucht ihr eine Waschmaschine? Welche Anschlüsse müssen wir legen? Es geht so anschlusstechnisch ein bisschen was abzusprechen. Wir haben natürlich standardisierte Produktionsprozesse auch mit unserem Partner. Wir sind ein bisschen flexibel, da es eine Stahlrahmenkonstruktion ist. Das heißt, alle 50 cm können wir theoretisch das Haus auch verkleinern, maximal 9 Meter lang. Und dann alle 50 cm gehe eine Verkleinerung. Wir haben im Standard ein 5 Meter Haus, ein 8 Meter Haus und ein 9 Meter Haus. Dann wird natürlich vorher geguckt, wie bringe ich es aufs Grundstück. Kommt dort ein Tieflader hin oder kann ich es auf eigener Achse? Das Haus zum Beispiel steht jetzt ja auf Rädern, das ist jetzt wie ein Wohnwagen gemacht. Kann ich es auf eigener Achse dann aufs Grundstück ziehen. Das sprechen wir vorher. Wenn ich es dann bestellt habe, wie lange warte ich dann ungefähr? Circa 4 Monate. Wir sind meistens schneller, aber mal die ganzen Lieferengpässe eingerechnet, 4 Monate insgesamt Bauzeit. Und es wird dann mit dem entsprechenden Transport zur Baustelle gebracht hier in Deutschland. Entweder auf eigener Achse oder eben auf einen Tieflader mit Kranentladung. Gut, dann bedanke ich mich bei der Angela Gerner Dankeschön. Von MB Tiny House für die Vorstellung dieses schön gestalteten Tiny Houses. Ich bin sehr überrascht, dass man hier auf der Free tatsächlich auch mal ein Tiny House sieht. Ja, sehr, sehr gerne.